Das ist dieser typische Handwerkerspruch, aber er stimmt halt zu 100%. Ich sehe am Ende des Tages, was ich geschafft habe. Einsatz für die Handwerkerprofis. Lisa Manz und Willi Becker sind das Dreamteam mit geballter Fachkompetenz. Zusammen helfen sie hessischen Heimwerkern aus der Patsche. Das ist Lisa Manz, Maler- und Lackierermeisterin aus Edermünde. Ihren Meister hat sie schon mit 21 gemacht, als eine der jüngsten in Hessen. Eigentlich kümmert sie sich jede freie Minute um die Baustellen anderer. Jetzt ist mal ihr eigenes Projekt dran. Schon seit 3 Jahren möchte Lisa hier ein Einkleidezimmer haben. Diese Wand ist heute dran. Bisher haben wir die Wand nach dem Entfernen der Tapete einmal komplett gespachtelt, also mehrere Gänge glatt gespachtelt, geschliffen. Und jetzt sind sie schon vorbereitet für die Techniken, die draufkommen. Oder rechts und links jeweils kommt eine Technik und in der Mitte kommt eine Mustertapete. Lisa hat ihre Wand schon vorgrundiert und bereitet jetzt alles für die erste Bahn mit der Effektfarbe vor. Dafür klebt sie gewissenhaft die Ränder ab, damit die einzelnen Farbbahnen sauber bleiben. Unter das Klebeband kommt dann noch eine Folie. Die Folie ist dafür da, dass wenn wir nachher beim zweiten Arbeitsgang unsere Technik wischen, wir natürlich übers Klebeband hinauswischen können, dass wir auch wirklich jede Kante am Klebeband treffen, dass ich nicht kurz vorher aufhören muss, dass ich nicht übers Klebeband komme. Hier kann ich wild übers Klebeband wischen, damit ich auch wirklich die komplette Kante treffe. Beim Effektstreichen gibt es mehrere Arbeitsschritte. Im sogenannten Dekogang rollt Lisa die Farbe kreuz und quer über ihre Wand. Das gibt Struktur für den zweiten Anstrich, den Wischgang. Das Wichtigste ist, sich eigentlich nur an den Ablauf zu halten, die Farben nach der Reihenfolge zu nehmen, wie das der Hersteller vorschlägt. Und dann, sage ich ja, hat ja jeder Mensch einen anderen Handschlag. Das heißt, ich habe einen anderen Handschlag beispielsweise wie mein Kollege. Von daher wird die Technik automatisch immer individuell. Die Maler- und Lackierermeisterin hat sich eine metallische Kreativfarbe ausgesucht. Die bekommt für den zweiten Arbeitsschritt noch einen Effektzusatz: Glitzerpuder, fein wie Sand. Wenn die erste Schicht gut durchgetrocknet ist, mindestens 2 Stunden, geht es mit der Bürste weiter. Wie sehr lasse ich mir jetzt solche Nester stehen? Ich kann das gewollt so dick stehen lassen oder kann es beispielsweise noch ein wenig verschlichten. Ich mag zwar viel Sand, aber trotzdem müssen da bei mir jetzt nicht so Wulste stehen bleiben. Und dann geht es an die Tapete. Aus 4 Bahnen soll ein großes Wandbild entstehen. Wichtig zu beachten bei der Fließtapete ist, dass der Untergrund wirklich glatt ist. Nochmal darauf achten, ob Knuppelchen da sind. Die würde ich vorher an der Wand abschaben. Und das Schöne an der Fließtapete ist, die ist formstabil. Das heißt, wir müssen da jetzt keinen Kleister drauf machen, der erst gefühlt Stunden einwirken muss. Nee, wir tapezieren direkt an die Wand. Das heißt, der Kleister wird auf die Wand aufgetragen und wir legen die Tapete ein. Die Fließtapete ist auch für Hobbyheimwerker gut geeignet, denn sie ist reißfester als zum Beispiel Raufaser. Genau, und bevor sie jetzt von oben wieder runterkommt, gibt es diese Tapezierbrettchen. Dann drücken wir jetzt vorsichtig die Lufteinschlüsse raus. Und dann kommt auch schon die zweite Bahn daneben. Hier ist Fingerspitzengefühl gefragt. Jetzt muss es passen. Jetzt kann ich das noch so ein bisschen hin und her schieben auf der Fläche. Und da sieht man, die darf nicht stauchen. Das heißt, sie muss zwar gegeneinander sitzen, aber sie darf sich nicht gegenseitig hochdrücken. Dann fällt nämlich so eine Naht auch auf. Am schönsten sieht es aus, wenn das Muster exakt passt und keine Lücken entstehen. Und um Ränder zu vermeiden, hat Lisa den Untergrund vorher in dunkler Farbe gestrichen. Nicht alle Tapeten, egal welcher Preiskategorie, haben ein schönes Nahtverhalten. Und wenn man eine Naht bei der Trocknung sich auseinanderziehen sollte oder manche Nähte sind nicht rundherum eingefärbt, dann gucken die auch ein bisschen heller durch. Dann ist es natürlich schön, wenn der Untergrund nicht noch zusätzlich auffällt,
sondern falls mal was durchschimmern sollte, natürlich dann im Grundfarbton der Tapete ist. Ein halber Tag Arbeit. Für einen Profi wie Lisa ist so eine Wandgestaltung ein Klacks. Trotzdem freut sich die 24-Jährige über ihr Werk. Schließlich ist sie bei ihrem Projekt Ankleidezimmer ein ganzes Stück weitergekommen. Sieht gut aus. Welche Frau wünscht sich kein Ankleidezimmer, ne? Das Wandbild gibt es komplett in 4 Bahnen für 60 €. Dazu kommen noch Kleister, Grundierung und Farbe für die Techniken. Die Preise variieren je nach Anbieter.